In einem der größten Hacks wurden 120.000 ETH gestohlen, was etwa 326 Millionen Dollar entspricht aktuell. Es handelt sich um einen Fehler, der ausgenutzt wurde. Die Panik in der DeFi-Welt ist dementsprechend groß. Insbesondere bei jenen, die nicht genau verstehen, was passiert ist. Fehler können immer wieder passieren. Um zu wissen, auf welches Risiko man sich einlässt, ist es wichtig, genau zu verstehen, was passiert ist. In diesem Video erkläre ich dir ganz einfach, was passiert ist, wie so ein Hack möglich ist und wo du bei Multi-Cross-Blockchain vorsichtig sein solltest. Bei diesem Hack hier geht es um die Blockchain Bridge Wormhole. Sie hat diesen Exploit erlitten. Sie verbindet normalerweise die Ethereum Blockchain mit der Solana Blockchain. Sie versucht, das gestohlene Geld vom Hacker zurückzubekommen, hat sogar eine Belohnung ausgesetzt, wenn der Hacker das Geld freiwillig zurückgibt. Wir schauen uns also an, wie so eine Blockchain Bridge funktioniert, welche Aufgabe sie erfüllt, was bei diesem Hack passiert ist, was nun das Problem ist und wie es gelöst wird und dann noch Multi-Chain oder Cross-Chain, was ist sinnvoll? Wie funktioniert eigentlich so eine Cross-Chain Bridge? Das Problem ist folgendes hier illustriert. Albert auf der Ethereum Blockchain ist im Besitz von 10 ETH. Auf der Solana Blockchain hat er 0 Sol. Jetzt möchte er sein Guthaben gerne auf der Solana Blockchain verwenden. Wie kriegt er das darüber? Und das ist nun der Ort, wo eben diese Bridge, in diesem Fall die Wormhole Bridge Web3 Applikation zum Zuge kommt. Über diese Web3-Applikation hat Albert auf der linken Seite die Möglichkeit, sich Wormhole Wrapped ETH Token, nenne ich jetzt hier einfach Wrapped ETH, auf der anderen Seite auf der Solana Blockchain zu erstellen. Diese Web3-Applikation, die Wormhole Bridge, stellt sicher, dass auf diesen beiden Blockchains ein Gleichgewicht vorhanden ist und die Guthaben auf beiden Seiten gedeckt sind. Das macht sie, indem sie sicherstellt, dass hier auf dieser Seite ein Guthaben vorhanden ist, was sich genau mit dem Wrapped ETH Guthaben auf der anderen Seite deckt. In diesem Beispiel hier ist das Wrapped ETH hier dem Wormhole-Benutzer 9000 ETH und hier oben einem anderen Benutzer, verteilt also gesamthaft 10.000 ETH, die Wormhole Bridge hier in diesem Solana-Netzwerk zur Verfügung stellt. Dieses Gleichgewicht hier zwischen diesen beiden Bridges, was hier durch diese Web3-Applikation sichergestellt wird, ist ganz wichtig. Nur dadurch können Benutzer auf dieser Seite hier in der Solana Bridge vertrauen darauf, dass ihre Wrapped ETH Guthaben tatsächlich auch auf der Ethereum Blockchain gedeckt sind. Albert möchte nun also diese Web3-Applikation hier benutzen, um sein ETH auf Solana zur Verfügung zu haben. Dafür meldet er sich hier auf dieser Web3-Applikation mit seinem ETH-Account an. Er gibt hier den Auftrag, dass sein Guthaben von der Ethereum-Blockchain auf die Solana-Blockchain übermittelt werden soll und er möchte dafür gern dieses Wrapped ETH hier bekommen. Dafür übermittelt er seine 10 Ethereum an diesen Wormhole-Account. Sobald diese Web3-Applikation hier feststellt, dass diese 10 ETH hier auf dem Konto gutgeschrieben wurden und Albert hat die transferiert, werden auf der anderen Seite die 10 ETH, die 10 Wrapped ETH an Albert gutgeschrieben. Der neue Gesamtbestand an Wrapped ETH ist dann auf der Solana Blockchain 10.010 ETH und damit entspricht die Summe von Wrapped ETH hier, die Gesamtsumme auf der Solana Blockchain, wieder genau 10.010 Wrapped ETH, genau der Summe von ETH, die hier von Wormhole auf der Ethereum Blockchain gehalten wird. Das heißt, die Wrapped ETH sind vollständig von Wormhole, von der Applikation gedeckt. So sieht es aus, wenn es normal läuft. Die Leute, die Wrapped ETH in der Solana Blockchain verwenden, können sich darauf verlassen, dass ihr Wrapped ETH auch tatsächlich mit ETH gedeckt ist und sie jederzeit, wenn sie das möchten, ihr Wrapped ETH auch wieder hier rüber transferieren könnten auf die Ethereum Blockchain und dafür ETH bekommen. Also in beide Richtungen gibt es hier ein Gleichgewicht und eine Stabilität, was von dieser Web3-Applikation hier sichergestellt werden muss. Aber was ist nun bei diesem Hack passiert? Wir sehen hier wiederum die Situation im Gleichgewicht. Ethereum Blockchain, Solana Blockchain, die ETH entsprechen genau den Wrapped ETH. Und irgendwie ist es dem Hacker hier gelungen, auf dieser Web3-Applikation
zusätzliche 5000 Wrapped ETH zu produzieren. Er hat einen Fehler ausgenutzt, irgendwo in diesem Netzwerk, in dieser Applikation. Was dieser Fehler ganz genau war, wie er diese Web-Applikation ausgenutzt hat, das weiß ich nicht. Aber irgendwie hat er es geschafft, sich diese 120.000 ETH hier zu generieren. In meinem Beispiel hier 5.000 Wrapped ETH. Die sind quasi aus dem Nichts entstanden. Danach hat er sich diese Wrapped ETH über die Bridge hier rüber transferiert und dafür ETH erhalten. Nachdem er seine 5.000 Wrapped ETH verschoben hat, hat also hier Albert in diesem Beispiel 5.000 ETH bekommen und Wormhole hat hier nur noch einen Stand von 5.000 ETH, weil die ja von hier darunter verschoben wurden von der Web-Applikation. Beachtet, total sind es immer noch 10.000 ETH auf dieser Seite. Die Ethereum-Blockchain ist also nach wie vor konsistent. Das tatsächliche Problem ist in der Solana-Blockchain entstanden. So sieht das nämlich jetzt aus. Weil diese Wrapped ETH, die 5.000 hier zusätzlich waren, ist der Gesamtstand auf dieser Seite hier immer noch 10.000 Wrapped ETH, welche Anspruch haben auf ETH in der Ethereum-Blockchain hier drüben. Wormhole hat aber nur noch 5000 ETH, das heißt, es ist eine Differenz von 5000 ETH entstanden, die nicht mehr gedeckt sind. Wormhole kann den Nutzern hier in Solana nicht mehr garantieren, dass sie für ihr Wrapped ETH auch tatsächlich ETH bekommen hier, weil sie nur noch 5000 reserviert haben. In dieser inkonsistenten Situation befand sich die Wormhole Bridge nach diesem Hack. Um das Problem zu beheben, muss also Wormhole hier auf der linken Seite 5000 ETH einschießen, damit das wieder gedeckt ist. Das haben sie dann im Nachgang dazu auch gemacht. Außerdem haben sie den Hacker aufgefordert, doch bitte die gestohlenen 120.000 ETH, waren es ja im konkreten Fall, zurückzugeben. Und sie haben ihm sogar einen Schadenersatz von 10 Millionen versprochen, mit denen er schadlos davonkommt. Ob er das Angebot angenommen hat, das weiß man bislang nicht. Er täte aber gut daran, das zu machen, weil nämlich seine Ethereum-Adresse mit dem gestohlenen ETH auf allen gängigen Handelsplätzen gesperrt werden kann und damit kann er damit nichts mehr anfangen. Er kann es auch nicht mehr auszahlen. Das erklärt auch, wieso es durchaus üblich ist, so einem Hacker so ein Angebot zu machen und sagen, toll, du hast den Hack gefunden, wir geben dir was dafür, dass du den Hack gefunden hast, aber gib bitte die 320 Millionen zurück. Und sie bezahlen ihm sogar 10 Millionen dafür. Bin gespannt, ob er das annehmen wird. Wormhole hat dann in der Zwischenzeit mitgeteilt, dass der Fehler, welcher diesen Hack erlaubt hat, behoben wurde. Dabei tut sich aber eine ganz grundsätzliche Frage auf. Wenn du nämlich so eine Web3-Applikation verwendest, ist ganz wichtig, dass du dieser Web3-Applikation, welche hier das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Seiten sicherstellt, dass du der auch tatsächlich vertrauen kannst. Und es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, hier diese Blockchains miteinander auf diese Weise zu verbinden. Ist das wirklich notwendig? Und tatsächlich hat Vitalik Buterin, der Mitbegründer der Ethereum-Blockchain, kurz bevor das passiert ist, diesen spannenden Tweet hier abgesetzt, wo er sagt, er argumentiert zwar für Multi-Chain, also es wird in Zukunft mehrere Blockchains geben, die nebeneinander existieren, aber Cross-Chain hält er für ein Problem. Also die Brücke zwischen verschiedenen Chains. Und zwar genau, weil es dort fundamentale Grenzen der Sicherheit gibt. Die Sicherheit hängt nämlich fundamental von dieser Web3-Applikation ab. Und das ist nicht nur bei Wormhole der Fall, sondern bei allen Web3-Applikationen. Und deshalb, denke ich, spricht sich Vitalik dafür aus, dass zwar verschiedene Blockchains existieren sollen mit verschiedenen Aufgaben, verschiedenen Mechanismen, dass man diese aber eher trennen sollte. Also die Verbindung von diesen Blockchains, die sieht er nicht, weil die sehr gefährlich ist. Was meinst du zu diesem Vorfall? Sollen Blockchains überhaupt miteinander verbunden werden oder ist das ein zu großes Risiko? Ist es besser, sich nur auf jeweils einer Blockchain mit dem Native Token zu bewegen? Wie siehst du das? Ich bin gespannt auf interessante Kommentare. Und vielen Dank an die 2000 großartigen Abonnenten, die bereits diesen YouTube-Kanal abonniert haben. Alle anderen bitte sofort abonnieren, damit ihr nichts verpasst und viel Spaß beim nächsten Video.